Hallo liebe Mercedes-Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein T-Modell, sozusagen die ewige Baustelle, befindet sich nach der Instandsetzung der Hinterachsaufnahmen in einer Phase, wo ich langsam das Licht am Ende des Tunnels sehe. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er wieder fahren kann. Ich habe bereits den Tank entrostet, jetzt ist er in einem Zustand, in dem ich ihn wieder einbauen kann. Vor dem Einbau wird er aber nur selbstverständlich lackiert. Ich habe auch den Ersatz für den durchgerosteten Auspuff gekauft. Das ist der neue Endschalldämpfer und der passende Mittelschalldämpfer. Die Befestigungsteile fehlen noch, deshalb werden sie demnächst bestellt. Weitere Arbeiten, die vor der ersten Fahrt noch durchgeführt werden müssen, werden direkt am Fahrzeug gemacht. Hier werde ich noch im Heckbereich sämtliche Teile entfernen und durch neue ersetzen, wie zum Beispiel die Stoßdämpfer und die dazugehörige Leitungen. Dabei bekommt der Wagen auch neue Druckspeicher. Die Fahrwerksfedern der Hinterachse werde ich behalten, weil sie sich in einem sehr guten Zustand befinden. Die Stoßdämpfer und die Druckspeicher funktionieren zwar auch, sie sehen aber schon sehr müde aus, deshalb habe ich beschlossen, sie vorbeugend zu ersetzen. Dadurch ist es sichergestellt, dass ich an dieser Stelle mit keinen Problemen rechnen muss. Letztendlich möchte ich mit diesem Fahrzeug mehrere Jahre störungsfrei fahren und dabei viel Spaß haben. Ein bisschen Sorgen macht mir aber die Stabilisatorstange, die stark mit dem Rost kämpfen musste. Ich hoffe, dass man sie noch retten kann. Alles andere wäre sehr ärgerlich und kostenspielig. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis an dieser Stelle am Ende aussehen wird. Nach dem Abbau der genannten Teile werde ich noch kleine Entrostungs- und Schönheitsreparaturen durchführen, die am Unterboden in diesem Bereich stattfinden werden. Ein weiteres Problem, mit dem ich zu tun haben werde, ist die Kraftstoffleitung, die leider undicht ist. An dieser Stelle muss ich ehrlich zugeben, dass ich keine Motivation habe, eine neue Leitung zu biegen. Vielleicht kennst du eine Alternativlösung, mit der man dieses Problem lösen kann. Wenn ja, dann schreib sie mir bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich dafür im Voraus. Ja, und wenn das erledigt ist, dann bleibt nur noch der Hinterachsträger, der entrostet werden muss. Ich werde ihn also sandstrahlen und anschließend lackieren. Das Sandstrahlen werde ich mit einem einfachen Werkzeug durchführen, das ich selber bauen werde. Und wenn das erledigt ist, werde ich die ganzen Anbauteile durch neue ersetzen. Ich habe sie bereits gekauft und wenn sie eingebaut sind, wird dadurch die Hinterachse wieder neuwertig sein. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, das ist das Differential. Es gehört zum Glück zu den wenigen Teilen, die an diesem Fahrzeug einwandfrei funktionieren. Deshalb bekommt es nur neues Öl und wird äußerlich aufgehübscht. Ich werde hier leichte Entrostungsarbeiten durchführen und anschließend die Teile lackieren. Die Bremsscheiben und die Bremsbeläge, die an dieser Stelle eingebaut werden, sind fast neu, deshalb werde ich sie behalten. Dafür werde ich aber die Bremsbacken der Fußverstellbremse ersetzen, weil die alten nicht mehr die besten sind. Und dann ist es endlich soweit. Ich werde alles zusammenbauen, dabei werde ich auch eine neue Hardy-Scheibe einsetzen und somit wird der Wagen in dem hinteren Bereich fast wie neu sein. Und wenn das erledigt ist, dann kann die erste Fahrt stattfinden. Ich weiß sogar, wohin sie gehen wird. Ich werde in die Mercedes-Werkstatt fahren. Dort lasse ich die Spur und das Spiel im Lenkgetriebe einstellen. Ich habe zwar schon die Spur voreingestellt, das macht den Wagen fahrbar, es ist aber nicht hundertprozentig genau. Deshalb der Besuch in der Werkstatt. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil das wird den Wagen perfekt machen. Dadurch kann der Wagen von den anstehenden Karosserie- und Lackierarbeiten regelmäßig bewegt werden. Vor den Lackierarbeiten werde ich die Windschutzscheibe, die beiden Seitenscheiben und die Heckscheibe rausnehmen. Dort werde ich den Rost beseitigen und den Bereich für die Lackierarbeiten vorbereiten. Jetzt fragst du dich bestimmt, was mit dem Innenraum passiert. Ganz einfach. Ich werde alles ausbauen, reinigen und ausbessern, damit der Innenraum auch ordentlich aussieht. An dieser Stelle habe ich bereits die Holzteile instand gesetzt und habe mich auch mit dem beschädigten Sitz beschäftigt. Hier habe ich einen sehr günstigen Ersatz gefunden. Ich habe den gleichen Sitz für nur 70 € gekauft. Der ist in einem neuwertigen Zustand, hat keine Beschädigungen. Das sind zwar noch sehr viele Arbeiten, die durchgeführt werden müssen, aber der Tag, an dem ich die erste Fahrt durchführen kann, kommt immer näher. Jetzt die Frage, wie sieht der Terminplan aus? Die Antwort sieht man hier. Dieses Fahrzeug hat ein Saisonkennzeichen. Wenn alles perfekt nach Plan läuft, dann kann die erste Fahrt schon im Oktober stattfinden. Sollte es Verzögerungen geben, dann wird sie spätestens im April stattfinden.
Jetzt fahre ich aber in den Urlaub, um mich ein wenig zu erholen. Und wenn ich danach wieder zu Hause bin, werde ich mich intensiv um das T-Modell kümmern. Unabhängig davon, wann die Arbeiten abgeschlossen werden und wann die erste Fahrt stattfindet, freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn du mich auf dem Weg dahin begleiten möchtest, dann abonniere diesen Kanal, so wirst du keine Folge verpassen. Ansonsten freue ich mich, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.